und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Digga, ich fühle mich so bekloppt hierbei, ne? Herzlich willkommen, ja, zu einem neuen Video von mir hier auf YouTube. Ja, moin. Das lang ersehnte Parfum Review, Alter. Let's go! Guckt euch das an. Ja, ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht vor einer Weile und ihr habt gesagt, ey, ihr habt da dran Interesse. Ich habe es immer mal wieder in den Stories gezeigt. Geh doch mal deine Parfümsammlung durch hier und empfehle uns mal ein paar Sachen. Zeig uns mal, was du so hast und was das Ganze hier überhaupt gekostet hat, weil das ist nämlich auch nicht so wenig Geld. Und ja, deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich fange an von links nach rechts. Ja, dabei ist das aber nicht geordnet von günstig nach teuer, nach Preis oder nach Datum, wann ich das gekauft habe. Zum Beispiel hier hinten in der Region stehen mehr so die Sachen, mit denen ich angefangen habe. Und ja, also ansonsten ist alles ganz bunt gemischt, aber wir gehen einfach mal ja, der Reihenfolge her von links nach rechts durch. Ne? Und vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen was dabei, was ihr auch vielleicht ja, gebrauchen könntet. Ne? Oder ja, ich weiß auch nicht. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. So, und dann fangen wir gleich mal an mit dem allerersten Duft. Ich werde euch immer die Preise hier unten einblenden, was ich dafür bezahlt habe. Ich weiß es jetzt selbst aus dem Kopf, bei manchen Düften nicht. Und dann werden wir mal zusammenrechnen, was ich hier überhaupt für meine Sammlung ausgegeben habe. Das interessiert mich selbst, weil ich habe es nicht mehr im Überblick. Ja, ich habe die Kontrolle verloren über mein Leben. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Versace Eros. Das ist auch einer meiner ersten Düfte. Den habe ich, glaube ich, von meiner Mutter damals zu Weihnachten irgendwann bekommen. Und damit ging eigentlich bei mir so alles los. Ja, das ist, wie man in der Umgangssprache sagt, in der Szene ein Clubbing-Duft. Also der ist sehr süß, auffällig, für jüngere Leute auf jeden Fall gemacht. Kann ich euch empfehlen, weil er auch relativ preisgünstig ist. Ja, ist aber sehr auffällig und süß. Ne? Wir gehen das mal so ein bisschen in Schnelldurchlauf durch, weil hier erwartet uns ganz schön was. Ne? So, deswegen sage ich zu jedem mal ein bisschen was so. Aqua Alps haben wir hier, Oud 3007, ist ein sehr ja, cooler Oud-Duft für einen erschwinglichen Preis. Oud-Düfte generell sonst ein bisschen teurer, aber ist relativ cool. Ölanteil ist, glaube ich, auch relativ hoch hier bei dem Duft. Das heißt, der hält auch ein bisschen länger. Sehr erfrischend, sehr, ja, für den Sommer gut geeignet auf jeden Fall. Man sieht auch, glaube ich, an der Flasche, dass das schon ein bisschen öliger ist. Und umso größer der Ölanteil immer bei den Düften ist, umso länger hält das auch meistens immer auf der Haut. Oder beziehungsweise hält der Duft generell vor. Ja, ansonsten der nächste Duft hier ist von Nobile, Ponte Vecchio. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Duft gesucht, der so ein bisschen nach Mandarine riecht. Und hier haben wir auch so ein bisschen Weihrauch, glaube ich, auch mit bei. Also ist so eine Mischung aus süß und nachher hinten raus halt so ein bisschen herber, sag ich mal. Gefällt mir sehr gut. Habe ich noch nicht so oft getragen, kann ich aber empfehlen. Ist auch nicht allzu teuer. Ja, ansonsten für die sehr warmen Jahreszeiten, das war auch einer meiner ersten Düfte. Banana Republic Vintage Green. Wenn ihr einen Duft sucht, der komplett grün riecht, der nach, ja, 1:1 nach grüner Apfel riecht, dann kann ich euch den empfehlen. Wirklich für sehr warme Jahreszeiten kommt der sehr erfrischend rüber. Ja, das auf jeden Fall dazu. Das ist ganz nice. Ja, ansonsten Duft, den glaube ich jeder kennt hier irgendwie, ist Dior Sauvage. Kennt glaube ich jeder. Die Duft-DNA ist hier drin auch sehr, sehr bekannt und sehr begehrt auch vor allen Dingen. Ich mag die auch sehr gerne und zwar ist hier auch Ambroxan drin. Das ist unter anderem auch in Creed Aventus drin. Ja, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Und ich glaube noch irgendwo anders. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber das ist auf jeden Fall ein Duftinhalt, der mich sehr catcht, der viele catcht, der ist Mainstream, der Duft. Kann ich euch sehr empfehlen. Falls ihr aber nicht so wie jeder riechen wollt, ist das nichts für euch, weil ja, mit dem riecht ihr halt einfach wie jeder Dritte da draußen, weil er halt ziemlich Mainstream ist. Kann ich euch aber trotzdem ans Herz legen, weil der an sich halt sehr, sehr gut riecht. Zum Einstieg ist der, denke ich mal, ganz okay. Also ich hatte mich auch hochgearbeitet, sag ich mal, von den Preisen her, beziehungsweise von den Düften. Ich habe auch mit 8 € Düften und 10 € Düften angefangen und die teuersten sind hier, keine Ahnung, bei 320 €. Also ja, so kann es gehen. Ja, ansonsten hier hinten haben wir einen Duft, da gehe ich jetzt nicht allzu sehr drauf ein, weil mir der geschenkt worden ist von meiner Ex damals. Ja, und ja, deswegen weiß ich den Preis nicht. Ist ganz cool, der Duft, sag ich mal so.
kann man machen. Armani, habe ich jetzt aber auch nicht den Preis im Kopf, kann ich nicht allzu viel zu sagen. Dann kommen wir zu den ersten Bangern, ja. Obwohl ich hierzu sagen muss, es ist ein kleiner Fehlkauf gewesen im Nachhinein, weil ja, der Duft mir an sich nicht so gut gefällt, wie ich dachte. Das war ein Blind Buy. Ich hatte es vorher nicht getestet. Ihr solltet immer ein paar Proben vorher irgendwo euch bestellen, bevor ihr ein Blind Buy macht. Erba Pura, ja, ist ja, also von Xerchow. Xerchow quasi Nischenmarke im Parfümbereich. Aber ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr hochwertige Düfte, die herstellen. Erba Pura ist mehr so in Richtung Versace Eros, halt auch für jüngere Leute auf jeden Fall gemacht, weil der sehr, sehr ja, fruchtig, süß ist. Ist im Nachhinein nicht ganz so meins, habe ich festgestellt. Ich stehe mehr so auf diese holzigen Noten. Und deswegen, ja, ich habe es ausprobiert. War mein erster Duft von Xerchow. Muss ich sagen, hätte ich lieber mir was anderes bestellt. Aber für Leute, die halt das mögen, so was so, ja, wie ein ein Obstkorb riecht, ja. So riecht quasi hier Erba Pura. Und für die ist es auf jeden Fall was. Für mich persönlich, ja, kann man machen, ist aber jetzt nicht so meins. Ja, dahingehend meine neueste Errungenschaft, die auch von Xerchow ist, da hatte ich mir nämlich auch eine Probe bestellt, schlauerweise. Und hier habe ich mir auch die große Flasche bestellt im Vergleich zu der hier. Ist die deutlich größer, das sind 100 Milliliter, das sind nur 50. Und zwar ist das Naxos von Xerchow, meine neueste Errungenschaft. Ein Duft, den ich sehr, sehr liebe, der sehr, sehr nice ist. Wenn ich den beschreiben müsste, ja, schwierig, Alter. Echt schwierig. Das Ding ist auch bei diesen teuren Düften, die entwickeln sich so dermaßen. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie einen Duft habt, wie zum Beispiel Versace, irgendwie, das sind so Düfte, ja, keine Ahnung, die haben nur einen Bestandteil, die sprüht ihr auf die Haut, die riechen dann ein, zwei Stunden so und das war's dann. Aber mehr dann halt auch nicht, ne? Und bei denen hier, die riechen, keine Ahnung, 8 Stunden plus, sag ich mal, und die fangen an mit einem Duft, weiß ich nicht, der sich entwickelt über 3 Etagen, so verschiedene Stages. Das ist sehr spannend zu beobachten und ja, deswegen auf jeden Fall auch der Preis natürlich dementsprechend ein bisschen teurer als bei solchen billigen Designerdüften. Apropos Designer, Bleu de Chanel haben wir hier, das ist schon meine zweite Flasche. Die kann ich eigentlich jedem empfehlen. Ich glaube, es gibt keinen, der den Duft nicht mag. Der ist sehr frisch, sehr, ja, ja, weiß ich nicht, wie kann man sagen, sportlich. Riecht, wenn ich das in Farben beschreiben müsste, blau, blue-mäßig so, ne? Keine Ahnung. Ist wie gesagt, meine zweite Flasche. Das ist die erste, die ich leer gemacht habe von den ganzen hier. Also es hat schon was zu sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Dolce & Gabbana, The One haben wir hier noch. Ja, ist auch ein Blind Buy gewesen, weil das nicht allzu teuer ist. Ein bisschen mehr in die orientalische Richtung, bisschen Mainstream-mäßiger, aber kann man machen, trage ich nicht so oft. Ich werde euch zum Schluss nochmal sagen, welche Düfte meine Top 3 sind, würde ich mal so sagen. Ja, hier hinten haben wir Davidoff, Cool Water. Ja, mein Kloduft, sag ich mal, falls mal eine Wurst gelegt wird, kann man das mal im Bad hier versprühen. Ist jetzt nichts Spannendes, ist so, ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal ausprobieren, die große Flasche hier, das sind glaube ich 200 Milliliter, die hat 25 Euro gekostet, deswegen habe ich mir das mal gezogen. Aber ist jetzt nichts, was ich jetzt so privat trage. Zum Reinkommen vielleicht ganz interessant, aber jetzt nichts, ja, weiß ich nicht, was einen umhaut irgendwie so, ne? Ja, hier zwischen haben wir noch so eine kleine Flasche, das ist von Histoire de Parfum. Parfum, ja, der riecht irgendwie voll nach, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ja, wie beschreibe ich das? Ich hatte da schon mal irgendwie einen Begriff für, aber der riecht sehr weihnachtlich nach, weiß ich nicht, nee, nach Myrrhe glaube ich nicht, aber irgendwie so geht das so ein bisschen in die Richtung irgendwie. Ja, ist eine kleine Flasche, hatte ich mir mal geholt, weil es halt auch relativ preiserschwinglich ist, sag ich mal. So, jetzt kommen wir aber zu meinen Favorites, sag ich mal. Also das sind schon Düfte, die sind sehr, sehr krass. Und zwar haben wir hier von Louis Vuitton
Les Sables Roses ist ein Rosenduft, wie man unschwer vielleicht lesen kann. Ja, und zwar ist das einer der besten Rosendüfte, die es eigentlich so gibt, weil das ist auch in Kombination mit einem rauchigen Faktor hinten raus so. In Kombination kommt das sehr, sehr krass, ist aber auch übelst, übelst teuer. Ich muss dazu sagen, die Flasche habe ich mir nicht original geholt. Das ist ja über Kontakte habe ich die bekommen. Das ist eine ja, Version gewesen und habe dafür quasi nur 90 € bezahlt. Ansonsten kostet die, glaube ich, original 320. Sollte man sich überlegen. Ist nicht ganz so günstig, ist aber halt auch eben Designermarke, Luxus, Louis Vuitton mäßig. Und dazu muss ich sagen, ich bin niemand, der jetzt irgendwie für Luxusmarken irgendwie Geld ausgibt. Ich trage keine Louis Vuitton T-Shirts oder Hemden, Hosen oder irgendwie sowas. Da bin ich ganz, ja, ihr seht das, ja, ich trage hier ein Basic T-Shirt, so, ich habe da gar keine, ja, ich lege da gar keinen Wert drauf, irgendwie mich darüber zu profilieren. Und das Geile ist, bei diesen, also ich würde mich niemals trauen, ein Louis-T-Shirt oder sowas anzuziehen. An die Leute, die sowas tragen, gar keine Offense so, ihr könnt das gerne machen. Sehen ja auch teilweise nice aus, aber für mich wäre es nichts. Aber ich finde es halt cool, eben so ein bisschen mehr luxuriös denn zu riechen. Dann sieht man halt auch nicht gleich, dass das von Louis ist oder von irgendeiner anderen Designermarke so. Aber man riecht halt, yo, ist auf jeden Fall ein bisschen was Cooleres, was Edleres so, ne? Ja, hier hinten haben wir nochmal Dior Sauvage. Das ist Eau de Parfüm. Und das war, glaube ich, Eau de Toilette hier. Das ist ein bisschen günstiger. Ja, und hier haben wir Corbeau Nero. Das ist das Parfüm von Raf Camora, was er rausgebracht hat. Ein sehr, sehr geiles ja, Dufterlebnis, sag ich mal. Vergleichbar mit Bleu de Chanel, nur noch ein bisschen süßer, würde ich sagen. Als das rauskam, also ich habe die Flasche schon zur Hälfte gekillt. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Das geht genauso in meine Richtung. Ich bin da halt auch nicht so anspruchsvoll, sag ich mal, wenn es um frische Düfte geht, so. Ne? Im Vergleich hierzu ist das jetzt natürlich sag ich mal, von der Produktion her gar kein Vergleich so, ne? Aber das ist auch kein frischer Duft, sag ich mal, jetzt in die Richtung. Ja, in so Luxusdüfte habe ich in die frische Richtung bisher noch nicht viel ausprobiert, muss ich sagen. So, aber kann ich auch empfehlen. Zum Einstieg vielleicht auch, hält auch relativ lange, muss ich sagen. Vielleicht so 3 Stunden für den Preis ist es in Ordnung. Ja, ansonsten kann man dafür, weiß ich nicht, was das kostet, 50 € oder so, nicht allzu viel erwarten. Ne? Gut, jetzt kommen wir hier zum teuersten. Ja, also dafür habe ich am meisten Geld ausgegeben. Der ist zwar genauso teuer wie der hier von Louis. Und zwar ist das Ombre Nomad von Louis Vuitton. Das kostet auch 320 € und das habe ich tatsächlich Blind Buy mäßig gekauft und habe es nicht bereut und würde es mir auch wieder kaufen. Ähm, Mich hat dieser Duft so lange begleitet im Kopf irgendwie, bis ich mir gedacht habe, scheiße, Alter, jetzt musst du mal wissen, wie der riecht. So viele reden darüber und dann musste ich mir den einfach mal bestellen. Und ich habe es nicht bereut. Der riecht volle Kanne nach Mann, muss ich sagen, so. Sehr rauchig, holzig, also wirklich sehr, sehr dunkel riecht der. Hält übelst lange, falls ihr irgendwie das ein bisschen auf die Kleidung sprühen solltet oder so, dann hält das sogar nach dem Waschen, nach sogar 2, 3 Waschgängen. Das muss ich dazu sagen, das ist aber auch bei diesen Düften hier genauso. Ja, von diesen ganzen, die so übelst teuer sind, die halten auch ziemlich lange. Und ja, das rechtfertigt halt einfach den Preis, das hält Tage. Wirklich, wenn ihr es auf die Haut sprüht, riecht ihr es nächsten Tag noch. Wenn ihr es auf die Klamotten gesprüht habt, dann riecht ihr es wochenlang. Solltet ihr es waschen, dann hält es auch nach 2, 3 Waschgängen. Also kann ich sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Ja, aber wer halt eben sehr, ja, so dieses dunkle, rauchig, holzige mag, der ist, denke ich mal, hiermit auf jeden Fall mehr als zufrieden. Also das ist schon ziemlich, ja, also gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir hier zum nächsten, und zwar ist das Creed Aventus. Wenn man langsam anfängt, in dieses Parfum-Game reinzuschnuppern, ja, dann wird man wahrscheinlich als erstes mit diesem Duft in Verbindung kommen, so, ne, falls man die ersten
Käufe gemacht hat, sag ich mal. Vielleicht hat man sich vorher Dior Sauvage geholt oder Bleu de Chanel, die so, keine Ahnung, 50 bis 80 Euro kosten, und wagt so den nächsten Step in die Richtung, dann wird man wahrscheinlich an diesem Ding hier nicht vorbeikommen. Creed Aventus, das geht schon ein bisschen mehr in diese Nischenrichtung, aber von den etwas höherklassigen Parfums ist Creed Aventus das Mainstream-lastigste. Deswegen kann ich es euch empfehlen. Es riecht übel nice, es riecht frisch, es riecht ein bisschen nach Ananas, so, ja, wie soll ich das sagen? Man muss es gerochen haben. Es riecht auch nicht direkt so nach, also wie man sich so Ananas vorstellt. Da soll als Duftstoff Ananas irgendwie mit drinne sein, ne? Aber riecht jetzt nicht so penetrant irgendwie nach Ananas. Man muss es irgendwie gerochen haben. Ich kann es euch nicht so, ich bin jetzt nicht so der Beschreibungstypi, sag ich mal, der das jetzt so, ne, so jetzt, keine Ahnung, der jetzt geübt drin ist oder so. Aber falls ihr den nächsten Stepper abmachen wollt, dann kann ich euch das empfehlen. Es hält leider nicht sehr lange. Es ist teuer, das sind 50 Milliliter, kostete, glaube ich, 200 Euro, ist schon fast leer, ja, weil es einer meiner ersten waren, die ein bisschen teurer waren. Aber es hält nicht lange auf der Haut vor. So 4 Stunden für den Preis kann ich sagen, nee, muss nicht unbedingt sein. Aber es riecht halt eben verdammt cool. So, also, aber dann würde ich euch lieber empfehlen, hier so ein Corbeau oder Bleu de Chanel, das sprüht ihr euch vielleicht zweimal am Tag auf, so, und dann bezahlt ihr ja deutlich weniger für, ne? Ja, hier hinten Davidoff Hot Water war einer meiner ersten Buys. Ihr seht, da ist auch nicht viel raus bisher. Ja, das waren so meine Probiersachen. Da habe ich mal so ein Kaufflash gehabt, wo ich das alles mal ausprobiert habe, so die ganzen Düfte. Aber ja, die vergammeln hier auch mehr so. Ich sag mal, was alles hier so in der ersten Reihe steht, das wird dann tatsächlich auch mehr genutzt. Und was da hinten weiter steht, wird auch ein bisschen weniger genutzt. Ne? Das ist so. Ja, This is not a blue bottle, auch von Histoire de Parfum, so wie das hier, ne? Das da. Das riecht sehr, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Kaugummi, Bubblegum-mäßig irgendwie. Sehr elektrisierend, frisch, erfrischend, dynamisch, jung. Ne? Kann ich euch empfehlen. Ist sehr interessant, kostet auch nicht viel, also kann man mal ausprobieren. Fand ich ganz nice. So, das, ja, Tabak, man. Dazu muss ich sagen, da ging das hier eigentlich los bei meinem Vater. Der hatte Tabak als Rasierschaum und das fand ich immer so übelst, das hat so übelst nice gerochen irgendwie. Und da musste ich mir mal einfach den Duft davon holen und das hatte damals 8 Euro gekostet. Das war, glaube ich, mein allererstes, was ich mir selbst gekauft habe. Und ja, ob ich es jetzt noch empfehlen kann, Digga, was willst du für 8 Euro falsch machen? Probiert's aus. So, ne, es geht in DM, Rossmann oder keine Ahnung, da könnt ihr euch das holen, so, ne. Die anderen Sachen müsst ihr wahrscheinlich eher so online bestellen oder von so Xertschow-Düften, da müsst ihr euch Proben holen, bevor ihr das bestellt, so, ne. Das ist genauso das gleiche wie bei hier, haben wir noch einmal Max Black, ne, das sind so Sachen, die habe ich mir damals irgendwann, keine Ahnung, wie lange das her ist, im Rossmann oder so geholt, keine Ahnung. Ja, trage ich heutzutage auch nicht mehr. Genauso wie Burberry von Man ist es, glaube ich, ja. Und hier haben wir einmal Dylan Blue von Versace. Ist auch ein sehr frischer Duft. Trage ich aber auch nicht allzu viel. Das sind alles so Sachen, die sind alle nicht so teuer. Da kann man gut mit reinkommen. Aber falls ihr wirklich in diese Richtung gehen wollt und ein bisschen euch günstiger was holen wollt und nicht gleich in diese Endgame-Richtung hier, so wie hier zum Beispiel, würde ich euch eher empfehlen, wirklich so dieses einsteigermäßige Dior, Sauvage, ob euch das gefällt, oder Bleu de Chanel. Ich muss sagen, ich finde beide sehr, sehr nice, trage ich heute noch sehr, sehr gerne und damit könnt ihr nichts falsch machen. Falls ihr nicht wie jeder riechen wollt, weil das riecht halt wie jeder so, ne? Das trägt jeder, das trägt auch jeder Zweite hier. Dann würde ich eher so in die Richtung gehen. Das sind mehr so Marken, die sind eher unbekannt, riecht aber auch sehr, sehr nice, sehr, sehr frisch, so, ne? Aber riecht halt eben auch nochmal anders. Das ist nochmal anders frisch, so, ne? Ja, ansonsten Dior Fahrenheit, sagt man, ist mehr so für die ältere Generation, aber riecht sehr nice. Ich beschreibe das Ding, das riecht irgendwie so immer nach
Motoröl oder so Maschinenschmierzeug, irgendwie so in diese Richtung. Also wenn man in eine Werkstatt geht, danach riecht das irgendwie. Kann ich nicht gut beschreiben, finde ich aber ganz nice, den Duft habe ich nicht viel getragen. Ja, ansonsten haben wir hier zwei Mark Gebauer Düfte. Da muss ich sagen, der Dude hat mich sehr inspiriert, sehr angefixt, sag ich mal auch. Und das merkt man, glaube ich, teilweise auch hier an der Auswahl der Düfte. Ja, kennt eigentlich, denke ich mal, auch jeder, der so YouTube-mäßig auch ein bisschen unterwegs ist. Und da haben wir einmal hier Orange Flamingo, riecht stark nach Orange und frischer Wäsche. Sehr, sehr sommerlicher Duft, habe ich mir jetzt auch zum Sommer bestellt, ist sehr nice. Und einmal Air Tiger. Ja, das ist ein absolutes Brett, muss ich sagen. Wer auffallen will, wer, ja, keine Ahnung, ja, sag ich mal, keine Ahnung, wer darauf scheißt, ja, was andere von einem denken, weil das ist wirklich eine Ansage hier. Wenn ihr Statements machen wollt, dann holt euch den Duft. Der riecht sehr, sehr heftig, sehr markant und gefällt, denke ich mal, nicht jedem. Ich habe auch schon von manchen gehört, dass die Kopfschmerzen bekommen, wenn ich den Duft aufgetragen habe. Also der ist definitiv nicht leicht zu tragen. Kann ich auch gar nicht so beschreiben, was da jetzt alles drin ist. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Also müsst ihr euch mal schlau machen. Ne? Ansonsten haben wir hier einmal Lorenzo Filorisi hier hinten. Riecht einfach grün, ja, nach grünem Tee irgendwie. Finde ich nicht ganz so nice. Bottega Veneta, auch einer meiner ersten Düfte. Habe ich im Nachhinein auch nicht viel getragen. Invictus fand ich die Flasche nice, musste ich bestellen. Ja, ist übelst süß, nicht so meins. Und ja, von Paco Rabanne ist auch nicht so teuer, kann man vielleicht mal ausprobieren. Dann hier noch einer von Lorenzo Filoresi, der geht ein bisschen mehr in diese, ja, weiß ich nicht, in diese etwas, ja, wie soll man sagen, orientalischere Richtung. Ja, und ansonsten hier hinten haben wir noch einmal, ja, könnt ihr auch aus jedem DM holen, Bruno Banani, das ist das Grüne, 20 Euro. Ich finde es nice, weil davon habe ich hier auch die Deo-Flasche. Und wenn man das beides in Kombination aufträgt, hat das einen ganz coolen Style irgendwie. Aber ansonsten, ja, ist es jetzt auch, sag ich mal, keines dieser anderen Düfte hier so würdig. Ne? Kann man vielleicht mal so nach dem Duschen oder sowas auftragen. Ne? Jo, das auf jeden Fall ist meine komplette Sammlung. Ich muss selbst gucken, bin gespannt, wie viel ich jetzt dafür schon geblecht habe. Und ja, ich hoffe, das Video geht, denke ich mal, lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so zu Hause habt. Und ja, das Video ist eigentlich einzig und alleine für die Leute, die da Interesse dran gehabt haben, mal meine Sammlung zu sehen. Auf Instagram, wie gesagt, hatte ich mal eine Abstimmung gemacht. Und deswegen, war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Vielen Dank und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Ja, ich weiß es nicht. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.